Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Schon ein bisschen her. Und zwar, ihr seht schon, ich bin im Keller. Weil hier habe ich auch ein Zelt stehen. Und zwar ein ganz besonderes. Und zwar ist es die Better Box. Ne? Die habe ich vom Grover. Grover kennt ihr ja schon aus meinen Videos. Von denen habe ich ja Scrog-Netze. Er hat auch ein Zelt. Ne? Was mir natürlich sehr gut gefällt. Ich weiß, die Innenbeschichtung. Ne? Und es hat besondere Maße. Und zwar 1,20 mal 1,20 und jetzt kommt es 1,80 hoch, nicht 2 Meter. Weil die meisten 1,20 mal 1,20 Zelte sind 2 Meter hoch. Die würden hier aber nicht reinpassen, wegen der Decke. Ne? Genau. Deswegen ist das ein ganz besonderes Zelt. So, dass ich dank Grover besitzen darf. Hat er mir zugeschickt. Liebe Grüße raus an Johannes von Grover. Genau, und was seht ihr hier? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ein DIY-Projekt. Ich weiß, ich muss da noch was verändern. Und zwar, was haben wir hier drinnen stehen? Hier drinnen stehen haben wir eine Apples and Bananas XSPSE von KK Farming. Nicht wundern, mein Mikrofon ist gerade leer, deswegen nehme ich das alles über die Osmo Pocket 4 auf. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Genau. Wir haben hier als Hardware, also so sensortechnisch und Ventilatoren und sowas, Abluft, läuft alles von Mars Hydro. Ja. Wir haben hier die Mars Hydro FC 6500 drinne. Ne? Die E6500 wird keine Samsung LEDs, Bridgelux LEDs. Aber ja, die Lampe hat 730 Watt. Aber die werden wir natürlich nicht draufstrahlen. Ich habe jetzt eingestellt, ich möchte jetzt ungefähr 400 ppfd haben. Das geht über den Sensor. Der Sensor misst jetzt quasi ppfd. Und dann regelt er danach die Lampe. Auf jeden Fall. Die steht jetzt hier seit 3 Wochen drin. Ich habe mich halt noch nicht drum gekümmert, um die Pflanze. Weil ich noch so viel Vorbereitung treffen musste wegen Mary Jane und Hotel und bliblablub, ne? Während meines Vollzeitjobs nebenbei noch. Ne? Und deswegen habe ich die jetzt erstmal so stehen lassen, habe die halt eingesetzt und halt nichts weiter gemacht. Ne? Also hier wird gedüngt mit 420 Flow. Und genau. Ne? Also hier läuft auch alles mit dem Grow V EC und pH System. Oben habe ich ja das andere von Master Tools. Hier habe ich das von Grovy, das ich ja vorher oben hatte. Und ja, genau. Ne, also hier habe ich dann quasi eine Eurobox genommen, 60 mal 40 cm und was waren das? 60 cm hoch. Also roundabout irgendwie 80 Liter irgendwie. Ich weiß es jetzt nicht drauf, ganz genau, lagere mich nicht drauf fest. Das ist schon ein paar Wochen her, wo ich das berechnet habe. Genau, ihr seht ja, ich habe hier 4 Öffnungen gemacht, 5 Öffnungen genau. Bei den einen gehen halt die Sonnen rein und der Luftschlauch geht da rein. Und die anderen habe ich einfach als Platzhalter, falls irgendwas sein sollte. Na, hier muss ich nochmal eine neue Dichtung reinmachen. Die ist auch hier weggefallen, keine Ahnung. Soll ich mal das Loch größer machen, eine größere Dichtung reinmachen. Genau, ich zeige euch das mal. Noch kann ich den Deckel anheben, weil hier wird er gescroggt. Hier so sehen die Wurzeln aus. Hier, ich bin sehr zufrieden. Diese schwarzen Partikel sind Tonkügelchen. Genau, ne, also die Wurzeln sehen echt gut aus. Ein Steinchen drin. Und ja, ne, wie gesagt, 3 Wochen jetzt alt. Und hier hier kommt auch noch das Blätternetz rein von Grover. Und dann soll die halt auf die ganze Fläche gescroggt werden. Deswegen habe ich mit der jetzt auch noch nicht viel gemacht. Ich hab die getoppt. Ja, also ich habe die 4 Triebe, die außen sind, habe ich getoppt und halt den Haupttrieb habe ich getoppt, weil ich will halt, dass hier relativ buschig wird. Und ich werde jetzt nach der Mary Jane werde ich das Netz einflechten und die auf die Breite trainieren und dann halt irgendwann in die Blüte schicken, ne? Mal gucken. Na, also die anderen Pflanzen habe ich jetzt auch alle angesetzt. Das sind jetzt noch ein Aerokloner. Also 2 sind jetzt noch im Aerokloner drin. Hier auch alle von KK Farming. Bei Aerokloner habe ich die nur drin.
damit sie halt jetzt die Phase überleben, bis die Zelte fertig sind und fit sind. Und also die werden jetzt alle am Mittwoch vor der Mary Jane, werden die alle ins System gepackt. Und ja, genau. Also hier habe ich auf jeden Fall Apples und Bananas. Für die anderen Sorten, da könnt ihr euch schon drauf gespannt sein. Sind schöne Sorten, auch farbenfroh. Also darauf habe ich geachtet, dass die halt auch Farbe kriegen. So. Also das möchte ich halt gerne einfach, weil ich liebe es, farbige Buds zu haben und so einfach schöne Pflanzen, auch für Fotos und sowas und so. Sehen die einfach schön aus, ne? Wenn man die halt gegrowt hat. So, und ja, dafür, das möchte ich halt ganz gerne machen. Was haltet ihr denn so von dem Setup bisher? Ne? Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ein Daumen nach oben würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach eure Verbesserungsvorschläge mir mitteilen könnt, würde ich mich auch über einen Kommentar freuen. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir noch überlegt, weil ich den Deckel hier ja bald nicht mehr öffnen kann zum Befüllen und wie auch immer, ne, zum Befüllen, Entfüllen und sowas, möchte ich hier am besten noch eine Wartungsklappe reinbauen, also reinschneiden. Also quasi einfach hier so ein Rechteck ausschneiden und dann dazu noch einen passenden Deckel bauen und dann, ja, ne, das will ich halt machen. So, also einen passenden Deckel bauen und dann, dass man hier halt entspannt halt Wasser entnehmen kann und halt auch hinzufügen kann, ne? Genau, wie gesagt, ich dünge hier alles mit 420 Flow. Ja, da habt ihr das. Ne, 420 Flow, der Grow-Dünger, damit dünge ich hier. So, jetzt ist mir noch hier eine Flasche umgefallen. So. Genau. Na, ich zeige jetzt nicht mal nicht so viel vom Keller, weil der Keller ist echt unordentlich, muss ich sagen. Also es ist krass, dass ich hier überhaupt Platz habe für ein Zelt. Aber hier der Keller muss mal langsam nach und nach leergeräumt werden, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen von dem neuen Setup im Keller-Setup. Ja, und mit der DIY DWC-Box, ne? Ja. Genau. Pumpe verlinke ich euch, also die Produkte, die ich hier benutzt habe, verlinke ich euch, falls ihr das nachbauen wollt. Ja, kann ja sein. Auf jeden Fall, ja, das war es dann erstmal mit dem ersten Part des Keller Grows. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.